Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Anke von Smart Pattern und zeige euch in diesem Video, wie ich einen Saum mit angeschnittenem Saumeinschlag bei einer Jeanshose verarbeite. In der Videobeschreibung hier unten findet ihr auch den Link zur passenden Bildtextanleitung. Also dann, los geht's! Wenn noch eine Beinnaht offen ist, lässt sich ein angeschnittener Saumeinschlag am geschicktesten vorbereiten. Zunächst zeichne ich auf der rechten Stoffseite die fertige Saumlänge, in diesem Beispiel 40 mm, parallel zur Schnittkante an. Wie breit der Einschlag an eurem Schnittmuster vorgesehen ist, erkennt ihr am Abstand der seitlichen Knipse zum Saum. Den Einschlag bügele ich nun zur Innenseite um. Dann falte ich den Einschlag auf die Hälfte und bügle auch diese Kante um. Ich nehme hier eine Holzbürste als Hilfsmittel und lege sie auf die gebügelte Kante. Das Holz zieht Wärme und Feuchtigkeit aus dem Stoff, was den Effekt hat, dass die Kante dann flacher liegen bleibt. Nun wird der doppelte Einschlag fest gebügelt. Die Stelle an der übersteppten Beinnaht ist nun sehr dick. Daher werde ich sie mit einem Hammer flacher klopfen. Dazu lege ich eine feste Unterlage bereit und decke sie mit einem Stoffstück ab. Dann schlage ich einige Male von der Innenseite auf diese Stelle. Sobald die Beinnaht dann geschlossen ist, kann der Saum von der Außenseite durchgesteppt werden. Man kann den Saumeinschlag auf die gleiche Art vorbereiten wie eben gezeigt, wenn die Beinnähte schon geschlossen sind. Für diese Anleitung fand ich die Arbeitsschritte im offenen Zustand allerdings besser darzustellen. Nun wird der Saumeinschlag von der Außenseite festgesteppt. Wenn ich nun den Saum durchsteppe, beginne ich dabei an der inneren Beinnaht. Der umgebügelte Einschlag ist hier 20 mm breit, daher steppe ich ihn mit 2 mm weniger Breite, also mit 18 mm Kantenabstand, in kontrastfarbigem Garn von der Außenseite fest. Der Steppabstand vom fertigen Saum ist wie zuvor beschrieben von der Einschlagbreite abhängig. Zu guter Letzt wird der Saum gebügelt. Fertig! Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Hinterlasst gern eure Anregungen oder Fragen als Kommentar. Dann vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.